Hallo, ich sage euch heute, wie man die Gräf CM80 sauber macht, die im Übrigen identisch zur Sunbeam EM 0480 ist. Laut Handbuch, also laut dem deutschen Handbuch, soll man das einmal jede Woche machen. Laut dem australischen Handbuch der Sunbeam reicht's alle 3 Wochen. Ich halte mich da eher dann auch an die Sunbeam, weil mir das jede Woche einfach zu viel Aufwand ist. Warum genau ihr das überhaupt machen müsst, liegt daran, dass in den Kaffeebohnen ätherische Öle enthalten sind, die ranzig werden können und das verdirbt dann den Geschmack des ganzen Kaffees. Ähm, Ich zeige euch jetzt, was. Hier haben wir erstmal die Maschine für alle, die sie noch nicht gesehen haben. Das ist die schöne Gräf CM80 mit Alugehäuse, ist auch relativ schwer und stabil, mit Ein- und Ausschalter und Auto für den kleinen Sensor vorne zum Befüllen von Siebträgern. Dann haben wir eine Schüssel, um den ganzen, das ganze Malgut aufzufangen. Dann haben wir Schraubenzieher, um die Schrauben zu lösen. Ich weiß noch nicht ganz, welchen ich benutzen werde. Das sind Kreuzschlitz übrigens. Dann haben wir den mitgelieferten Pinsel zur Reinigung. Ich finde den allerdings nicht so gut, der ist mir zu weich und habe mir deshalb einen ganz normalen Pinsel mit etwas härteren Borsten geholt. Dann haben wir noch eine kleine Schale für die Schrauben und ganz normales Zewa oder Küchenkrepp. Wir beginnen jetzt damit, den Bohnenbehälter abzuschrauben. Das geht ganz einfach mit ein bisschen Druck. Ich habe den schon ähm, leer gemahlen, damit man nicht so viel Arbeit hat, die Bohnen umzufüllen. Dann sehen wir hier innen drin, dass das ganz schön dreckig ist und am besten dreht man die Maschine einfach mal um und lässt die ganzen halb zerquetschten Bohnen in die große Schüssel fallen. Hier hinten ist der Unlock-Button, mit dem kann man das obere Teil entfernen und hier dann quasi abnehmen. Ganz einfach. Hier kann man jetzt den oberen Müllkopf einfach rausheben und ja, das lassen wir jetzt einfach da stehen, das brauchen wir nicht. Hier sieht man jetzt dann schön, wie dreckig das da innen drin noch ist. Ja, überall liegt auch ein bisschen Malgut rum. Und laut Anleitung reicht das jetzt, wenn man mit diesem Pinselchen da so ein bisschen dran rumrubbelt. Allerdings geht da meiner Meinung nach nicht wirklich irgendwas weg. Deshalb habe ich mir was anderes überlegt. Dazu brauchen wir einen Kreuzschlitzschraubenzieher und lösen jetzt in diesen Löchern die 4 Schrauben. Hier sieht man die Verschrauben und ich bewahre sie lieber hier in so einem kleinen Ding auf, damit sie mir nicht verloren gehen. Ich hatte den Deckel gerade schon mal abgemacht und dabei ist mir dieser kleine Bolzen mit Feder entgegengekommen, den lege ich auch damit rein. Ähm, Jetzt geht das ganz einfach, gerade eben musste ich ein bisschen ruckeln, damit es rausgegangen ist. Und wie ihr seht, hängt ja unten dran auch viel vom Malgut. Jetzt ist das gesamte Malwerk quasi entblößt und jetzt können wir da auch gut sauber machen. Das mache ich jetzt dann einfach mal. Ich habe jetzt einfach mit dem Pinsel den groben Schmutz entfernt und überall, wo so leicht schmieriges Kaffeeöl dran hing, habe ich mit dem Zewa nachgewischt und habe das auch relativ gut wieder sauber bekommen, wie man hier sieht. Jetzt werden wir dann ähm, die obere Kappe wieder draufsetzen und das ist der Sensor, der Maschine nur erlaubt zu funktionieren, wenn diese Schutzkappe auch draufgeschraubt ist. Hierzu muss das da wieder eingefädelt werden. Das kann man allerdings am besten mit 2 Händen und deshalb werde ich das jetzt dann einfach bei ausgeschalteter Kamera machen. Und da in dieses Loch in der Mitte muss auch diese kleine Feder wieder rein, Feder nach oben zeigend.
Die Abdeckung ist jetzt nun wieder drauf und auch sichtlich eingerastet. Jetzt fülle ich die Schrauben wieder in die Löcher rein und dann wird festgeschraubt. Und zwar nicht nacheinander, sondern immer über Kreuz, damit das Plastik sich nicht verspannt beim Zuschrauben. Jetzt wird es Zeit, das obere Teil wieder draufzusetzen, Pfeil auf Pfeil und dann auch das Mahlwerk wieder einzusetzen. Am Mahlwerk ist auch ein kleiner Pfeil hier zu sehen und im Inneren ist auch ein Pfeil. Das macht es ganz einfach, das auszurichten. Dann dreht man das obere Teil mit dem Uhrzeigersinn und dann rastet es ein und der Button springt wieder raus. Jetzt muss man nur noch wieder den Bohnenbehälter aufsetzen. Und das war's dann auch schon. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Tschüss!